Ja, willkommen zurück beim Microsoft Flugsimulator. Und heute mal in einem kleinen Ultraleichtflugzeug, weil ich wollte euch mal Berlin zeigen. Und das Problem ist halt an Berlin, das ist zentral, da hast du ganz viele Sehenswürdigkeiten und ich muss ein Flugzeug haben, was super langsam fliegt, damit unsere Bushtalk-Radio-Frau euch auch vernünftig erklären kann, was ihr da seht. Weil sonst überfliegst du diese Sehenswürdigkeiten einfach zu schnell. Und mit dem hier, ja, können wir so 50, 60, 70 Knoten fliegen, ganz langsam und haben natürlich eine super Sicht nach unten, was dieses, wie sieht's denn nicht hier, was dieses Flugzeug natürlich zu einem wirklich guten äh, Sightseeing-Flugzeug macht. So ist das besser. Ja, wir stehen hier auf dem Regierungsflughafen in Berlin-Brandenburg, haben hier eine Kodiak stehen. Ich glaube, die will auch gleich noch los. Der bewegt sich schon hier, der Gute. EasyJet ist hier, englische Fluglinie, Lufthansa ist hier ist ein bisschen was los. Wir müssen auch gleich eben ATC anmachen, um zu gucken, wie wir fliegen können, weil nicht, dass wir von so einem hier aufgeschlickert werden, weil ich glaube, der zieht uns schon mit seinen Düsen hier ein und schreddert uns. Gut, viel zum Anmachen, ne? Hast du nicht. Dann wieder so einen kleinen Rasenmäher vorne drin, klingt wie meine alte Puck damals. Macht super Spaß mit diesen Flugzeugen. Ne? Ich finde die super geil. Es muss nicht immer ein Jet sein, ein Airliner. Kann auch mal sowas sein. Und du hast natürlich eine geile Aussicht hier. Gut, und damit wollen wir uns den Berliner gucken. Ich habe Bushtalk Radio angeschmissen, glaube ich. Wollen wir mal gucken. Ja, das machen wir mal klein. Na, dann soll die gute Frau uns dann halt auf Englisch erzählen, was er ist, sonst, wenn euer Englisch nicht so mächtig ist, dann gibt es dir ja die Möglichkeit, den Google-Übersetzer dann einzuschalten. Und ich kann euch da auch ein bisschen was drüber erzählen, wo wir dann gerade unterwegs sind. Guti, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Wir halten natürlich alles ein an Startgeschichten, was wir einhalten müssen, weil da geht es hier echt ums Überleben, ne? Weil wir haben hier nicht so viel Knautsch zu tun. Jo, dann tüdeln wir mal eben los. Ich habe halt den Verkehr eingestellt. Müssen wir gucken. Und ich habe auch eigentlich meine blauen Pfeile eingestellt, um zu wissen, wo ich auf dem Flugplatz immer lang muss, weil ich kann nicht hier Flugplatz lernen. Ja, die Kodiak, super cooles Flugzeug. Da möchte ich dann später in Afrika dann weiterfliegen mit. Habe schon eine geile Afrika-Lackierung für gefunden. Und viel EasyJet, ne? Guti, wir fahren jetzt erstmal hier auf die Flight. Ja, meine Streams kommen jetzt immer ein bisschen später am Tag, weil das Wetter ist einfach zu geil, um vor dem Rechner zu sitzen. Und es ist ja auch immer so 1,5 Stunden Vorbereitungszeit für den Stream und das will ich nicht dann schon, wenn die Sonne noch scheint, da sitzen. Und ihr sollt ja auch draußen spielen bei dem schönen Wetter und hier vor der Übungsplatz hängen. Jetzt ist die Zeit, wo man sich mit Bierchen da hinsetzt, Fernsehen gucken, oder nicht? Ja, sonst gibt es eigentlich über den Flugsimulator nicht viel zu sagen. Es stehen keine großen Updates an im Moment, die da irgendwie spannend sind. Ich muss halt nicht so schnell fahren, sonst hebe ich nämlich schon ab. Wir haben so ein bisschen Windgeräusche jetzt. Wenn euch da irgendwie was zu laut oder zu leise ist, müsst ihr mal schreiben. Das da ist nicht Chinese, glaube ich, die chinesische Fluglinie. Das ist Airbusse. Ups. Schon wieder von meiner Linie ab, weil die ganzen Gaffen. Flugplatzgaffen. JetBlue ist da, das ist dann wieder nicht so, ja, die stehen noch ein bisschen ineinander hier, ne, die beiden. JetBlue ist eigentlich mehr so ein Zubringer in den USA für die großen Airlines. Die hauen dann immer mal die Liveries hier drauf und dann Wasserschein. So, ich mache auch gleich mal eben die ACC an, nur zum Lesen. Jetzt kein Bock hier die ganze Zeit Funk zu hören. Und da musst du schon aufpassen mit den Kleinen. Da kippt dich schon so ein bisschen Seitenwind auf die Seite. Was ich jetzt im Horst aufgefallen ist. Sorry, wenn jetzt jemand Horst heißt dazu guckt. Das sagt man so. Da hinten ist noch eine Kodiak. Die fliegen wir dann demnächst in Afrika. Aber ich wollte noch da mit der Cessna weiterfliegen. Das machen wir jetzt demnächst auch wieder. Bestimmt in Afrika fliegen. Unsere Europa-Reise, die machen wir auch noch. Aber alles zu machen. Ja. So.
Da habe ich Flight, da muss ich gleich mal eben bremsen. Eine ATC anmachen, damit ich dann mehr was die mir zu sagen haben. Kann man das besser lesen. So. Und tun wir. Ja. Das ist geil, ne? Wie so eine Punkt. Ja, und ihr seht schon, wie sie wackelt. Also viel schneller, aber ein bisschen in der Luft, ne? Ich habe einen kleinen Flugplan erstellt. Fliegen mal so wichtige Sehenswürdigkeiten ab in Berlin. Natürlich nicht jedes Ding, da gibt es ja eine Menge zu sehen, aber so die größten. Fliegen wir erstmal Richtung Vansi Conference. Und dann gucken wir uns alles mal an. Checkpoint Charlie und was mehr gibt. Fliegen wir einmal quer rüber. Ein bisschen was von Berlin gesehen. Und Dienstag ist dann ja wieder Rettungsmission. Und da möchte ich dann mit einer EC 130 fliegen. Vom Bundesministerium des Inneren als Rettungshubschrauber. Das ist mit der EC halt alles ein bisschen schneller und kleiner. Macht aber auch Monster Spaß. So. Jetzt sind wir gleich da mit unserem Moped. Ich finde das schon cool, diese Ultraleichtdinger. Ne? Das ist halt das Ding, wo jeder... Moin Katrin. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Wo halt jeder mitfliegen kann. Ne? Also so ein Ultraleichtflugzeug Schein ist jetzt, klar, kostet das Geld, aber man kann im Grunde so ein Ding fast ganz einfach machen und dann selber fliegen. Finde ich schon nett. Ja, geschmacklich ist die Lackierung jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig lila-grün, aber ja. So, hier werden wir uns dann eben hinstellen. Wie halt mit echten Flugzeugen auch. Starterlaubnis abwarten. Okay, wir sind Skaska. Klar, das soll sonst anders sein. Flugnummer ist 259. Wenn wir uns ansprechen, sind wir das. Guti, ein bisschen Wind haben wir. Starterlaubnis erteilt. Dann würde ich sagen mal hier, Leute. Tschüss. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Pfeile jetzt dahin zeigen. Wahrscheinlich sollte man jetzt wenden, aber wir haben jetzt echt 10 Meter Weg und dann fliegen wir. Da mache ich jetzt kein Heckmeck. Ist sowieso jetzt ein bisschen überdimensioniert die Startbahn, aber passt schon. Man muss einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen haben. So, Dille. Dann stehen wir, was wir jetzt noch ganz Dringendes machen müssen. Los. Mucke an. So. Wie gesagt, ich werde euch so ein bisschen erzählen, wo wir drüber fliegen, die ganzen Bezirke und so. Und jetzt ihn hier, ne? Ganz vorsichtig starten, weil das kann echt in die Hose gehen. So, jetzt haben wir schon die Fluglage. Jetzt müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht... Und wir fliegen. Wird viel zu knoten. Kann man mal machen. Finde ich sagen, das nicht. Kostet 10er, kann man sich kaufen. Was ich vergessen habe, ne? Was ich jetzt gar nicht machen kann, weil ich muss immer Joystick festhalten oder andere. Ich zeige euch mal den Flugplan mit, damit ihr ungefähr das Ding läuft. Kann ja mal sein. Kleines GTM hier. Ups. Da seht ihr dann auch den Flugplan. Das ein bisschen orientieren. Gut, jetzt fliegen wir noch einmal über den Platz. So. Und da geht's zum Flugplan. Ja, ist schick, ne? Und du sitzt echt in der Luft. Also da muss man mögen, glaube ich. So, echt. Die müssen wir schreiben, ne? Wenn der irgendwie zu laut ist mit diesen Windgeräuschen, aber die sind nicht mal da. Kann ich da vielleicht ein bisschen was regeln. Ryanair da unten.
zur Orientierung, wenn der Zeiger so unten ist, der linke, dann sind wir noch bei 60 Knoten. Das ist die Lufthansa, nochmal Ryanair. Ja, eigentlich wollte ich mit der U fliegen, mit der U52. Aber selbst die ist noch zu schnell für die Sehenswürdigkeiten, über die man fliegt. Und ich weiß es nicht, wie meine Buschtalk-Radio-Sprecherin reagiert, wenn er mehrere Fahrzeuge gleichzeitig aufnimmt. So. Ja, wir fliegen jetzt erstmal hier Richtung Schönfeld vorbei. Schönfeld. Und wollen dann Vansi Conference, da fangen wir dann an. Fliegen am Osten von Berlin. Und wie gesagt, muss nicht immer ein Jet sein, ne? Muss nicht immer alles mit 500 Knoten laufen. Das ist auch für Sightseeing sind die Dinger hier super gut. Jetzt haben sie wohl 80 Knoten. Ist es natürlich nichts, um sich irgendwelche großen Landstriche anzugucken, weil es eben genau ist. Aber auch Wind merkt man, ne, jede Ruhe. Fast so cool wie so. Da will ich euch einmal mal die Sauerland fliegen. Mal vergessen so, jetzt sind wir bei Berlin. Stadt ist da vorne. Fliegen hin. Also da. Ja, und so sieht er von außen aus, unser Flieger. Könnte man auch meinen, da ist ein Kind mit dem Band und nicht. Irgendwie hätte ich mal die Pilotenuniform ausziehen sollen. Das sieht jetzt echt ein bisschen kacke aus mit dem Schlips da. Naja, jetzt müssen wir schnell wieder rein. So, da wäre die Lederjacke besser. Irgendwie macht der Flugsimulator einfach zu viel Bäume. Ne? Das ist immer so mein Gefühl. Da sind ja immer nicht so viele Bäume. Ich habe das Gefühl, alles was irgendwie grün ist, da setzt die Simulation den Baum hin. Aber das kann man auch nicht irgendwie ausstellen, dass man sagt, zeigen wir die Hälfte der Bäume an. Man kann immer nur sagen, zeigen mir Bäume in schlechterer Optik an. Dass man jetzt sagt, so immer die Hälfte der Bäume raus und quasi das nicht. So, jetzt haben wir die Ultrastadt, hier ist Stadt. Und fliegen auf den Mariendorf. Da.
vorne ist dann schon Templehof. Da fliegen wir auch nochmal rüber über den Innenstadtflughafen. Ich glaube, wir fliegen jetzt erstmal nach Templehof. Da habe ich auch den Flugplatz so gemacht. Ne? Flugpläne sind ja eigentlich dazu da, dass man sich dran hält. Das auch. Besser. Ja, Züge sollen vielleicht noch kommen. Es gibt so ein paar, die sind schon fleißig bei. Einer hat in Holland einen Zug schon gebaut. Die haben echt viel Zeit. Da kommt Tempelhof da vorne. Da sehe ich schon die freie Fläche. Da wollen wir jetzt erstmal hin. Da haben wir dann unseren ersten Park. Das ist hier Britz. Da vorne ist dann der Tempelhof. Da sollte dann unsere stadtmäßige Frau dann auch die Transportation zählen. Ja, da wird wahrscheinlich gleich ein bisschen Geschichte kommen, ne? Ich weiß nicht, ob zu die Amerikaner mit der Personenbomber gelandet. Das Hotel kann der kleine Fluss nicht spielen. Die Spree ist da hinten. Aber das geht ja einmal so rum da lang. Die Landebahn ist durchgeixt, falls einer überhaupt nicht weiß, dass der Flugplatz ist. Berlin Templehof Airport was one of the first airports in Berlin, Germany. Situated in the south-central Berlin borough Tempelhof-Schöneberg, the airport ceased operating in 2008 amid controversy, leaving Tegel and Schönefeld as the two main airports serving the city, with the new Berlin Brandenburg Airport still under construction as of 2020. Tempelhof was designated as an airport by the Reich Ministry of Transport on the 8th of October 1923. The old terminal was originally constructed in 1927. In anticipation of increasing air traffic, the Nazi government began a massive reconstruction in the mid-1930s. While it was occasionally cited as the world's oldest operating commercial airport, the title was disputed by several other airports and is no longer an issue since its closure. Tempelhof was one of Europe's three iconic pre-World War II airports, the others being London's now defunct Croydon Airport and the old Paris Le Bourget Airport.
It acquired a further iconic status as the center of the Berlin airlift of 1948 and 49. One of the airport's most distinctive features is its massive, canopy-style roof extending over the apron, able to accommodate most contemporary airliners in the 1950s, 1960s and early 1970s, protecting passengers from the elements. Templehof Airport's main building was once among the 20 largest buildings on Earth, but it also formerly contained the world's smallest duty-free shop. Templehof Airport closed all operations on the 30th of October 2008, despite the efforts of some protesters to prevent the closure. A non-binding referendum was held on the 27th of April 2008 against the impending closure but failed due to low voter turnout. The former airfield has subsequently been used as a recreational space known as Tempelhofer Feld. In September 2015, it was announced that Tempelhof would also become an emergency refugee camp. So, das war Templehof. Und dann geht das jetzt weiter zur Vansi Conference. Gucken wir uns an und dann fahren wir dann fliegen die Sprüche. Und dann geht das los mit dem Sightseeing, interessanten Plätze darauf. Das ist alles auf einem Fleck. Fußballplätze ohne Ende, doch? Und wenn sie Pech haben, stellen wir die zweite Liga ab. Überall Fußballplätze. Da haben wir einer. Viel in Dänemark die Kliniken, was sind Fußballplätze. Ja, das ist gleich eben, das sind noch die zwei Dinger und dann geht das hoch Richtung Spree, Richtung Olympiastadion. Das sind die zwei ausgelagerten Geschichten. Da müssen wir die wirklich noch mit drin haben. Gespannt, ob der Treibstoff in den kleinen Flugzeugen reicht. So viel ist ja nicht. Tank ist ja voll. Ups, so. Nee, schon wollte ich haben. Das ist ein bisschen farbenfröhlicher. Wieder ein Fußball.
The Berlin Botanical Garden and Botanical Museum is a botanical garden in the German capital city of Berlin, with an area of 43 hectares and around 22,000 different plant species. It was constructed between 1897 and 1910 under the guidance of architect Adolf Engler in order to present exotic plants returned from German colonies. The garden is located in the Lichterfelder locality of the borough of Steglitz-Zehlendorf. When it was founded, a part of it was located in Dahlem, a fact reflected in its name. Today, the garden is part of the Free University of Berlin. The Botanical Museum, together with the Herbarium Berolinense and a large scientific library, is attached to the garden. The Herbarium Berolinense is the largest herbarium in Germany and holds more than 3.5 million preserved specimens. The complex consists of several buildings and glasshouses, such as the Cactus Pavilion and the Pavilion Victoria. The total area of all glasshouses is 6,000 square meters. The garden's open-air areas, sorted by geographical origin, have a total area of 13 hectares. The garden's arboretum is 14 hectares. The best-known part of the garden is the Great Pavilion. The temperature inside is maintained at 30 degrees Celsius and air humidity is kept high. Among the many tropical plants it hosts a giant bamboo. Ja, auch toll, da mal durchzugehen. Das sind so Sachen, die sind nicht alle nachgebaut. Berlin ist gar nicht so viel gebaut in der Flight Simulator. Da gibt es ein Stückchen, wo das besser ist. Aber man kann das ja erkennen, ne, von so Glashäuser und so. Der Weg hier. Da hinten ist schon der Wannsee. Ja, dann ist jetzt hier vorne Grünewald, da fliegen wir hin. Dann ist hier Schlachtesee, Wannsee und Segelfliegen. Da ist ja noch der Stadtteil Wannsee. Konferenz. Aber das wird uns die Folge jetzt sein.
Schlachtensee. Dann kommt die Kulisse und dann Vansi. Bis zu meiner Lupe, das ist ein Vansi, und dann denke ich mal, dann sollte das Buchstabe wieder springen. Da vorne am Ufer. An der Spitze von Vansi. Vansi erstreckt sich jetzt hier vom ganzen Ufer. Das wird auf einer Seite sehr vorne an Vansi Conference. The Vansi Conference was a meeting of senior government officials of Nazi Germany and Schutzstaffel leaders, held in the Berlin suburb of Vansi on the 20th of January 1942. The purpose of the conference, called by the director of the Reich Security Main Office SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, was to ensure the cooperation of administrative leaders of various government departments in the implementation of the final solution to the Jewish question, whereby most of the Jews of German-occupied Europe would be deported to occupied Poland and murdered. Conference participants included representatives from several government ministries, including state secretaries from the Foreign Office, the Justice, Interior, and State ministries, and representatives from the SS. In the course of the meeting, Heydrich outlined how European Jews would be rounded up and sent to extermination camps in the general government, where they would be killed. Discrimination against Jews began immediately after the Nazi seizure of power on the 30th of January 1933. Violence and economic pressure were used by the Nazi regime to encourage Jews to voluntarily leave the country. After the invasion of Poland in September 1939, the extermination of European Jewry began, and the killings continued and accelerated after the invasion of the Soviet Union in June 1941. On the 31st of July 1941, Hermann Göring gave written authorization to Heydrich to prepare and submit a plan for a total solution of the Jewish question in territories under German control and to coordinate the participation of all involved government organizations. At the Vansi Conference, Heydrich emphasized that once the deportation process was complete, the fate of the deportees would become an internal matter under the purview of the SS. A secondary goal was to arrive at a definition of who was Jewish.
One copy of the protocol with circulated minutes of the meeting survived the war. It was found by Robert Kempner in March 1947 among files that had been seized from the German Foreign Office. It was used as evidence in the subsequent Nuremberg trials. The Vansi House, site of the conference, is now a Holocaust memorial. Ja, nicht schön. Dann fliegen wir jetzt mal die Spree rauf. Aber auch das gehört ja zum Sightseeing. Dann, also Quatsch, Havel jetzt. Ne? Ja. Das ist hier die Havel. Da hinten ist die Fraueninsel. Und hier ist die Havel. Ich habe jetzt als nächsten Stopp mir vorgenommen, das Olympiastadion in Berlin. Aber es kann immer mal sein, dass das Großstadt Berlin noch anspringt. Gerade eben dieses botanische Garten, den hatte ich gar nicht so auf der Pfanne. Es ist so schön, dass die Kamera das so macht. Ja, dann haben wir jetzt die Havel, dann haben wir da Klaro im Stadtteil. Da ist die Generalstreulaufkaserne. Da machst du manchmal so politische Bildungsveranstaltungen von der Bundeswehr. Da gibt es auch ein bisschen was zu trinken abends. Dann haben wir dann da Gato. Falls das mit dem Spiel nicht reicht, ist das voll nett, man so zu haben. Und dann fliegen wir da vorne, da am Fenster da hinten, fliegen wir dann auch von der Stadt zu. Das ist auch das kleine Havel. Hier auf der Insel ist ein Hundeauslaufgebiet. Haben wir hier in Wilhelmshaven auch ein ganz kleines. Das ist das Hundeauslaufgebiet zum größten Stadtteil von Wilhelmshaven. Ja, auch die Topografie ist für Deutschland in den Flugsimulator ziemlich mies. Also das muss ich wirklich sagen. Du hast ja Karlsberg, Dachsberg, das ist ja auch immerhin 60, 70 Meter hoch. Das ist hier überhaupt nicht abgebildet. Also Deutschland ist echt, was Höhenunterschiede und so angeht, geht jetzt so ab. Harz fangen die an, mal langsam irgendwelche Berge zu machen. Vorher ist es echt ganz schön platt. Ich weiß auch nicht, warum die Europa so vernachlässigt haben, was Höhen.
Darum ist es halt leider so langweilig, über Deutschland zu fliegen, weil das sind alles immer die große Städte da. Rhein und so geht alles, ne? Rheintal und so, das passt schon, aber fliegen echt schwierig. So, jetzt haben wir Höhenstadt. Da fliegen wir drüber. Und dann fliegen wir mal hier zum Gefängnis Spandau, das ist da. Da sagt das Buchstabradio etwas zu. Gucken wir uns das mal an. Ist es nicht so groß wie Rikers Island in New York, das gucken wir uns dann auch nochmal an, wenn wir nochmal über New York fliegen. Aber das mache ich dann mit dem Hubschrauber. Das ist schon wieder zu fett für das kleine Ding, das alles zu sehen. Ja, dann machen wir erstmal Spandau. Das ist hier in Wilhelmsstadt. Der Knast. Spandau Prison was located in the borough of Spandau in western Berlin. It was constructed in 1876 and demolished in August 1987 to prevent it from becoming a neo-Nazi shrine after the death of its last prisoner, Rudolf Hess, who had died from a suspected suicide aged 93. The site was later rebuilt as a shopping centre for the British forces stationed in Germany. The highlight of the prison, from the inmates' perspective, was the garden. Very spacious given the small number of prisoners using it, the garden space was initially divided into small personal plots that were used by each prisoner in various ways, usually for the growing of vegetables. Units favored growing beans, funk tomatoes and spear daisies, although the Soviet director subsequently banned flowers for a time. By regulation, all of the produce was to be put toward use in the prison kitchen, but prisoners and guards alike often skirted this rule and indulged in the garden's offerings. As prison regulations slackened and as prisoners became either apathetic or too ill to maintain their plots, the garden was consolidated into one large workable area. This suited the former architect Speer, who, being one of the youngest and liveliest of the inmates, later took up the task of refashioning the entire plot of land into a large complex garden, complete with paths, rock gardens and floral displays. On days without access to the garden, for instance when it was raining, the prisoners occupied their time making envelopes together in the main corridor. Spandau Prison was built in 1876 on Wilhelmstrasse. It initially served as a military detention center. From 1919 it was also used for civilian inmates. It held up to 600 inmates at that time. In the aftermath of the Reichstag fire of 1933, opponents of Hitler and journalists such as Egon Kisch and Karl von Ossietzky were held there in so-called protective custody. Spandau Prison became a sort of predecessor of the Nazi concentration camps. While it was formally operated by the Prussian Ministry of Justice, the Gestapo tortured and abused its inmates, as Kisch recalled in his memories of the prison. By the end of 1933, the first Nazi concentration camps had been erected at Dachau, Ossoffen, Oranienburg, Sonnenberg, Lichtenburg and the marshland camps around Esterwegen, all remaining prisoners who had been held in so-called protective custody in state prisons were transferred to these concentration camps. After World War II, the prison fell in the British sector of what became West Berlin, but it was operated by the Four Power authorities to house the Nazi war criminals sentenced to imprisonment at the Nuremberg trials. Only 7 prisoners were finally imprisoned there, namely Konstantin von Neurath, Erich Redder, Karl Junitz, Walther Funk, Albert Speer, Walter von Schirach and Rudolf Hess. So, dann fliegen wir auf die Schwelle.
haben, ne? Das ist ein Spandauer See. Ich kann die Karre auch nicht trimmen, ne? Das finde ich ein bisschen anders. The Spree, Sorbian languages, Sprajuja, Czech. Spreva is a river that flows through the Saxony, Brandenburg and Berlin states of Germany, and in the Ústí nad Labem region of the Czech Republic. Approximately 400 kilometers in length, it is a left bank tributary of the river Havel, which itself flows into the Elbe and then the North Sea. It is the river on which the original center of Berlin was built. The reach of the river between the Demerit Sea and Muggelsee to the east of Berlin is known as the Muggel Spree. Oh, das war ja groß. So, dann haben wir die Spree. Ja, klar. Und dann würde ich sagen, jetzt mal Richtung Olympiastadion. Das gucken wir mal. Da vorne ist jetzt gut. Und dann wird das jetzt alles ein bisschen hektisch, weil jetzt kriegst du wirklich eine Sehenswürdigkeit nach der anderen. Ne? Da muss man schon gucken, dass es nicht alles gleichzeitig anspringt. So, da haben wir Berlin schon angefangen. Das ist Richtung Tiergarten, das geht dann noch rüber. Moin, hallo, bin ich ein bisschen leise? Warte, das kann ich richtig machen. Ja, das ist, aber ich höre das nicht mehr. Mit den Einstellungen von UBS sehe ich dann auch noch schlecht. So, ist jetzt besser. So, da haben wir das The Olympiastadion is a sports stadium at Olympia Park, Berlin in Berlin, Germany. It was originally built by Werner March for the 1936 Summer Olympics. During the Olympics, the record attendance was thought to be over 100,000. Today the stadium is part of the Olympia Park, Berlin. Since renovations in 2004, the Olympiastadion has a permanent capacity of 74,475 seats and is the largest stadium in Germany for international football matches. The Olympiastadion is a UEFA Category 4 stadium and one of the world's most prestigious venues for sporting and entertainment events. Besides its use as an athletic stadium, the arena has built a footballing tradition. Since 1963, it has been the home of the Hertha BSC. It hosted 3 matches in the 1974 FIFA World Cup. It was renovated for the 2006 FIFA World Cup, when it hosted 6 matches, including the final. The DFB Pokal final match is held each year at the venue. The Olympiastadion Berlin served as a host for the 2011 FIFA Women's World Cup as well as the 2015 UEFA Champions League final. Tja, wenn das dumm läuft bei Zweitliga, wa? So, ja, jetzt sieht mein Check wieder aus. Ich
brauche hier nicht noch einen dritten Monitor, ey, das ist echt eine Katastrophe. So. Ja, der Motor ist lau, ne? Wir sitzen davor, ne? Also im Grunde ist es schon stylisch, weil so kann ich diese Markierung gar nicht runterdrehen. Ich müsste vielleicht mal eben Helmhören anmachen oder so. So, wir fliegen mal weiter Richtung, viel schlimmer ist, dass ich die Kiste nicht getrennt kriege hier. Jetzt mal weiter Richtung Teufelsberg. Der ist auch nicht abgebildet so wirklich. Das ist der Teufelsberg. Sollte auch das Bushtalk-Radio was zu sagen. Muss mal gucken, wie ich den triggern kann. The Teufelsberg, or Devil's Mountain, is a man-made hill in Berlin, Germany, in the Grunewald locality of former West Berlin. It is the highest hill in Berlin and rises about 80 meters above the surrounding Teltow Plateau and 120.1 meters above the sea level, in the north of Berlin's Grunewald forest. It was named after the Teufelsee in its southerly vicinity. The hill is made of rubble from the Second World War and covers an unfinished Nazi military technical college. During the Cold War, there was a US listening station on the hill, Field Station Berlin. The site of the former field radar station is now fenced off and is currently being managed by an organization which charges 5 to 10 euros for public access. So, Teufelsbecher. Dann geht das jetzt weiter. In diese Richtung. The Mommsen Stadium is a multi-purpose stadium in the locality of Westend in Berlin, Germany, named after the historian Theodor Mommsen. It is currently used mostly for football and hosts the home matches of tennis Borussia Berlin and SCC Berlin. The stadium has a capacity of 15,005 people, although the DFB have set an upper limit of 11,500 supporters for football games. The stadium opened on the 17th of August 1930 and replaced the former ground of SCC Berlin that fell prey to the extension of the neighboring Messe Berlin Fairgrounds. It soon adopted its name from a nearby gymnasium. The Mommsen Stadium was the site of some football matches during the 1936 Summer Olympics and several ISTAF athletics meetings of the IAAF Golden League. Since 1945 it has also been the home ground of tennis Borussia Berlin. During the 2006 FIFA World Cup, the Germany national football team used the Mommsen Stadium as their training ground. Guti, so jetzt ist auch Ende mit Stadien, ne? Dann werden wir jetzt Richtung Charlotten durchfliegen. Das ist da vorne. Da kommen dann auch wieder ein paar interessante Sachen für uns. Da muss ich aber wahrscheinlich ein bisschen tiefer gehen. Gucken wir uns mal den Flakturm an. Und Flakturm Checkpoint Charlie. Da fliegen wir jetzt hin. So, mit Charlottenburg und dann fahren wir Richtung Tiergarten. Großer Tiergarten, da das Waldgebiet vor uns. Davor ist dann der Flakturm. Mal gucken, ob der je nachmodelliert ist. Flak towers were 8 complexes of large, above-ground, anti-aircraft gun blockhouse towers constructed by Nazi Germany in the cities of Berlin, Hamburg, and Vienna from 1940 onwards. Other cities that used flak towers included Stuttgart and Frankfurt.
Smaller single-purpose flat towers were built at key outlying German strongpoints, such as at Angers in France, Helgoland in Germany. The towers were operated by the Luftwaffe to defend against Allied strategic air raids against these cities during World War II. They also served as air raid shelters for tens of thousands of local civilians. War nicht viel Erklärung, aber es sieht man auch nicht viel. Da ist nicht viel abgebaut. Dann rennen wir mal. Links vom Tiergarten. Richtung Kreuzberg. Drehe ich mal eben. So ist hier die Mitte. Gucken jetzt genau drauf zu. Wir drehen aber Richtung Kreuzberg ab. Erstmal. Da gibt es auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das ist Berlin-Mitte. Schöneberg. Schwarz gedreht. So, hier ist Kreuzberg. Das ist wieder Richtung Templehof, also die andere Seite von dem Flugplatz. Aber wir fliegen nochmal. Hier ist nämlich noch was. Dann können wir nämlich hier nochmal das was über Tiergarten erzählen lassen. The German Resistance Memorial Center is a memorial and museum in Berlin, capital of Germany. It was opened in 1980 and part of the Bendler Block, a complex of offices in Stauffenbergstrasse, south of the Große Tiergarten in Tiergarten. It was here that Colonel Klaus Schenk Graf von Stauffenberg and other members of the failed 20th of July plot that attempted to assassinate Adolf Hitler were executed. Although the memorial is primarily intended to commemorate those members of the German army who tried to assassinate Hitler in 1944, it is also a memorial to the German resistance in the broader sense. Historians agree that there was no united, national resistance movement in Nazi Germany at any time during Hitler's years in power. Joachim Fest describes it as the resistance that never was. Nevertheless, the term German resistance is now used to describe all elements of opposition and resistance to the Nazi regime, including the underground networks of the Social Democrats and Communists, the White Rose, opposition activities of the Catholic Church and other Christian denominations such as the Confessing Church, along with the resistance groups based in the civil service, intelligence organs and armed forces. So, das haben wir auch. Ja, ist ziemlich nazi-lastig, so eine Tour in Berlin ist tatsächlich so. Ja, natürlich haben wir der Bendler Block, ne? Ministerien der Verteidigung. So, dann wollen wir mal weiter Richtung Tempelhof. Also davor ist jetzt Kreuzberg. Noch sind vom Tiergarten, Schöneberg ist da. Und dann haben wir dann Neukölln. The Battle of Berlin, and also known as the Fall of Berlin, was one of the last major offensives of the European theatre of World War II in the spring of 1945. Following the Vistula-Oder offensive of January to February 1945, the Red Army had temporarily halted on a line 60 kilometers east of Berlin. On the 9th of March, Germany established its defense plan for the city with Operation Clausewitz. The first defensive preparations at the outskirts of Berlin were made on the 20th of March under the newly appointed commander of Army Group Vistula, General Gotthard Heinrici. When the Soviet offensive resumed on the 16th of April, two Soviet fronts attacked Berlin from the east and south, while a third overran German forces positioned north of Berlin. Before the main battle in Berlin commenced, the Red Army encircled the city after successful battles of the Seelow Heights and Halbe. On the 20th of April 1945, Hitler's birthday, the first Belarusian front led by Marshal Georgy Zhukov, advancing from the east and north, started shelling Berlin's city center, while Marshal Ivan Konev's first Ukrainian front broke through Army Group Center and advanced towards the southern suburbs of Berlin. On the 23rd of April, General Helmut Weidling assumed command of the forces within Berlin.
The garrison consisted of several depleted and disorganized Wehrmacht and Waffen-SS divisions, along with poorly trained Volkssturm and Hitler Youth members. Over the course of the next week, the Red Army gradually took the entire city. On the 30th of April, Hitler committed suicide. The city's garrison surrendered on the 2nd of May, but fighting continued to the northwest, west, and southwest of the city until the end of the war in Europe on the 8th of May, as some German units fought westward so that they could surrender to the Western Allies rather than to the Soviets. So, ja, die Schlacht um Berlin haben wir nochmal erzählt. Köln versucht einigermaßen die Richtung zu halten, wenn gesagt wurde, von welchen Fronten wer kam. Wir fliegen dann jetzt einmal noch den Bogen zu Ende hier, im Kreis, und dann weiter Richtung Schönberg-Templehof. Ja, das ist halt sehr, sehr eng alles mit den Sehenswürdigkeiten. Ne? Und darum, mit der schnelleren Flugzeug kannst du das gar nicht schaffen, diese engen Kreise zu drehen, um dir alles anzugucken. So. Achso, ich wollte auf den Templehof machen. The Victoria Park is an urban park in the locality of Kreuzberg in Berlin, Germany. It opened in 1894. It is situated on the Tempelhofer Berge range, forming the northern slope of the Grand Moraine Teltow Plateau, overlooking the glacial valley with Berlin's city centre. The major landmark of the park is a cast-iron monument of 1815 dedicated by King Frederick William III of Prussia to the liberation wars fought at the end of the War of the Sixth Coalition against France in the course of the Napoleonic Wars. It provides an excellent viewpoint over much of the central and southern portions of the city. In summer, an artificial waterfall originates at the foot of the monument and continues down the hillside to the intersection of Grossbärenstrasse and Kreuzbergstrasse. A historic wine-growing area, today the park is neighboring two small vineyards, one in the northeast founded in 1968 and owned by the Senate of Berlin and cultivated by the adjacent Market Garden, the other one established in summer 2006 within the Victoria Quarter on the southern slope of the Kreuzberg Hill. However, only the old vineyard provides for the local Kreuz Neroberger wine, gained from vines donated by Kreuzberg's twin towns Wiesbaden and Ingelheim am Rhein, as well by the Bergstrasse County and from Bad Bergsaben. About 600 bottles are pressed each year. Das ist nicht viel, ne? So, wir haben das, dann fliegen wir, ja, dann machen wir jetzt Berlin Mitte. Das ist da ungefähr 15. Und dann kommen wir Museumsinsel und das ganze Gedöns. So, da gehen wir jetzt auf die Mitte ein. Ich sagen, erstmal Checkpoint Charlie. Da will ich aber nicht so tief liegen, nicht, dass ich da in den Ton kratze. Ja, Checkpoint Charlie machen wir zuerst. Ich gehe mal ein bisschen runter, wird das Sinn. Checkpoint Charlie was the name given by the Western Allies to the best-known Berlin Wall crossing point between East Berlin and West Berlin during the Cold War. East German leader Walter Ulbricht agitated and maneuvered to get the Soviet Union's permission to construct the Berlin Wall in 1961 to stop emigration and defection westward through the border system, preventing escape across the city sector border from East Berlin into West Berlin. Checkpoint Charlie became a symbol of the Cold War, representing the separation of East and West.
Soviet and American tanks briefly faced each other at the location during the Berlin Crisis of 1961. After the dissolution of the Eastern Bloc and the reunification of Germany, the building at Checkpoint Charlie became a tourist attraction. It is now located in the Allied Museum in the Dahlem neighborhood of Berlin. So, Checkpoint Charlie. Ja, also das Berlin-Mitte, dann fliegen wir direkt über Mitte sozusagen. Berlin is the capital and largest city of Germany by both area and population. Its 3,769,495 inhabitants make it the most populous city proper of the European Union. The city is one of Germany's 16 federal states. It is surrounded by the state of Brandenburg and contiguous with Potsdam, Brandenburg's capital. The two cities are at the center of the Berlin-Brandenburg capital region, which is, with about 6 million inhabitants and an area of more than 30,000 square kilometers, Germany's third largest metropolitan region after the Rhine-Ruhr and Rhine-Main regions. Due to its location in the European plain, Berlin is influenced by a temperate seasonal climate. About one-third of the city's area is composed of forests, parks, gardens, rivers, canals and lakes. The city lies in the Central German dialect area, the Berlin dialect being a variant of the Lusatian New-Martian dialects. First documented in the 13th century and situated at the crossing of two important historic trade routes, Berlin became the capital of the Margraviate of Brandenburg, the Kingdom of Prussia, the German Empire, the Weimar Republic, and the Third Reich. Berlin in the 1920s was the third largest municipality in the world. After World War II and its subsequent occupation by the victorious countries, the city was divided. West Berlin became a de facto West German exclave, surrounded by the Berlin Wall and East German territory. East Berlin was declared capital of East Germany, while Bonn became the West German capital. Following German reunification in 1990, Berlin once again became the capital of all of Germany. Berlin is a world city of culture, politics, media and science. Its economy is based on high-tech firms and the service sector, encompassing a diverse range of creative industries, research facilities, media corporations and convention venues. Berlin serves as a continental hub for air and rail traffic and has a highly complex public transportation network. The metropolis is a popular tourist destination. Its zoological garden is the most visited zoo in Europe and one of the most popular worldwide. With the world's oldest large-scale movie studio complex, Berlin is an increasingly popular location for international film productions. The city is well known for its festivals, diverse architecture, nightlife, contemporary arts and a very high quality of living. Since the 2000s, Berlin has seen the emergence of a cosmopolitan entrepreneurial scene. Berlin contains 3 World Heritage Sites, Museum Island, the palaces and parks of Potsdam and Berlin, and the Berlin Modernism housing estates. Other landmarks include the Brandenburg Gate, the Reichstag Building, Potsdamer Platz, the Memorial to the Murdered Jews of Europe, the Berlin Wall Memorial, the East Side Gallery, the Berlin Victory Column, Berlin Cathedral and the Berlin Television Tower, the tallest structure in Germany. Ja, das ist Bushshock Radio. Da hast du halt diese Spots, die werden dann gelesen. Das ist Internet-Dinger, die werden dann gelesen. Das hast du hier oben, steht ja, dieses Bushshock Radio. Das ist nett eigentlich. Das kannst du machen, das ist ganz nett. So, wir sind gerade über Kreuzberg. Und jetzt drehen wir mal ab. Dann kommt, hier sind wir unterwegs Richtung Friedrichshain. Da fliegen wir nochmal weg. Friedrichshain und dann drehen wir nochmal Mitte. Jetzt ist hier vor uns, ist das nicht, das ist ein Treptow. Da kommt Friedrichshain. Dann fliegen wir nochmal nach Mitte. Da Friedrichshain, Lichtenberg. So, dann Stress geben, dass wir nicht in den Häusern landen. So. Friedrichshain, Prenzlauer Berg. Drehen wir mal Mitte ein. Da gibt es ja noch ein Schatz zu sehen. Da ist Prenzlauer Berg. Wir sind immer noch in Kreuzberg.
Am meisten Angst macht mir dieser Tour, wenn du so eine enge Kurve machst. Piff, ist er dann da. Die Tour ist so. Er muss sich dann anmelden, Buchstabe Radio, und der fragt dann deine Position ab und triggert dann die Punkte, auf denen du fest. Die korrespondieren meistens mit denen, die du in Microsoft siehst. So habe ich dann auch den Flugplan ausgewählt. Das ist ganz schick. So, jetzt sind wir gleich wieder in die Mitte. Das ist Friedrichshain. So. Das war der Trigger in die Mitte hier. The Berliner Fernsehturm, or Fernsehturm Berlin, is a television tower in central Berlin, Germany. Situated in the Marion Quarter, close to Alexanderplatz in the locality and district of Mitte, the tower was constructed between 1965 and 1969 by the government of the German Democratic Republic. It was intended to be both a symbol of communist power and of the city. It remains a landmark today, visible throughout the central and some suburban districts of Berlin. With its height of 368 meters, it is the tallest structure in Germany and the third tallest structure in the European Union. Of the four tallest structures in Europe, it is 2 meters shorter than the Torretta de Gardemar, half a meter shorter than the Riga Radio and TV Tower, and 8 meters taller than the Tabalier Power Station in 2017. The structure is also more than 220 meters higher than the old Berlin Radio Tower in the western part of the city, which was built in the 1920s. In addition to its main function as the location of several radio and television broadcasting stations, the building, internally known as Fernmeldeturm 32, serves as a viewing tower with an observation deck including a bar at a height of 203 meters, as well as a rotating restaurant. Also, the Berlin TV Tower can be booked as a venue for events. The distinctive city landmark has undergone a radical, symbolic transformation. After German reunification, it changed from a politically charged, national symbol of the GDR into a citywide symbol of a reunited Berlin. Due to its universal and timeless design, it has increasingly been used as a trademark and is identified worldwide with Berlin and Germany. In 1979, the Berlin TV Tower received monument status by the GDR, a status which was perpetuated after the German reunification. The tower has become one of the most prominent symbols of the country and is often in the establishing shot of films set in Berlin, alongside monuments such as the Brandenburg Gate, the Berlin Victory Column, and the Reichstag Building. It is also one of the 10 most popular attractions in Germany with more than 1 million visitors every year. Sehr schön, sehr schön. Ja, also man hat einfach nicht genug Treibstoff in dem kleinen Ding, um die Tour zu machen. Wir werden jetzt eben noch schnell unseren Hubschrauber schnappen und den Rest der Tour fliegen. Ein bisschen schneller. Ja, das war unsere Tour hier. Ne? Berlin sind wir angefangen. Viele von den Sachen, das sind halt noch die Notfallszenarien, die ich hier eingetütet habe. Aber wir wollen jetzt eben noch die restlichen Dinge angucken. Dafür nehmen wir uns mal irgendwie eine EC. Eigentlich das schneller. Ja gut, da muss man echt mal den Spritverbrauch ausschalten. Das ist ja Banane sonst. So, nehmen wir uns mal unseren Wolf hier. Und dann fliegen wir den restlichen ab. So, starten. Und Tempelhof. Yes. Abflug festlegen. Und dann wollen wir dann da. Ja, das ist das Problem mit diesen kleinen Dingern, ne? Du hast einfach nicht genug Treibstoff, wenn wir solche langen Touren fliegen. Das ist echt Banane. Guti. Dann fliegen wir den Rest mal eben ab. Das geht dann schneller. Die EC ist schon, die 130 ist schon ein geiler Hubschrauber. Die werden wir noch viel fliegen, weil ich möchte so einen kleinen Helikopterservice bei Las Vegas aufmachen. Und dann ein paar
ja, so ein paar Locations fliegen und Transporte und so machen. Aber ich mache die EC 130 total gerne. Die ist Freeware, aber die ist geil. Die ist halt mehr so der Jeep Wrangler, ne? Die EC 145 ist mehr der SUV als Hubschrauber und die ist so der kleine, schnelle Flitzer. Schockt. Erfordert aber mehr Fliegerei als die 145. Die ist ja ziemlich durchautomatisiert. Die EC 130 auch, aber da muss man schon mehr fliegen. Aber erkläre ich euch gleich eben, wie ihr das seht. Aber dann fliegen wir die auch mal. Ist ja mal nicht schlecht. Ja, und das nächste Mal dran denken, Ultraleichtflugzeug, Sightseeing, kommen wir jetzt zu treffen. Aber war plötzlich Ende, ne? Das muss ich mir gleich auch mal im Video angucken, ob das so richtig war. Mit dem Spritverbrauch. Das fand ich ein bisschen plötzlich. Ja, so Landung in der Stadt, ne, für den Arsch. So oder so verkackst oder irgendwo steht ein Auto oder irgendwas. Achso, wir starten in der Luft. Ja, das ist natürlich total beschissen. Oh Gott. Erstmal, bevor wir uns jetzt hier ins Unglück stürzen, machen wir mal unsere Heli-Steuerung an. Ach ja, guck, ich habe hier einfach da reingedrückt. Ne? So, mit dem Heli. Ich habe den Segler nochmal unterteilt, weil ich dann die Störklappen habe. So, jetzt müssen wir aber mal aufpassen. Ich gebe jetzt schon mal eben irgendwie ein bisschen Gas. Und das ja. Ja, da muss man eben rechnen. Ich glaube, das ist eine total beschissene Idee, in der Luft anzufliegen. Was ist das denn? Das machen wir jetzt nochmal eben richtig. Also, macht keinen Sinn, in der Luft zu starten. Das ist ja total bescheuert. Ja, das machen wir nochmal. Wir starten jetzt auf dem Flug. Wir starten auf dem BER mal eben. Und dann fliegen wir richtig los. Diese Luftstarts kann ich echt nicht empfehlen. Das macht auch keinen Spaß. BER starten will, wir sind auch da. Starten wir gleich auf der Bahn, dann ist die Karre auch an. Abflug festlegen. Und hier die Ankunft festlegen. So. Wir haben noch so 3, 4 Wahrzeichen in Berlin, die fliegen wir eben ab. Die können wir mal so. Die finde ich auch so, da brauche ich jetzt keinen Flugplan für. Ja, man muss die Dinger echt mal länger ausprobieren. Ne? Aber wir sind jetzt auch schon eine Weile in der Luft. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video schon geht. Aber eine Weile waren wir schon unterwegs. Da langt das mit so einem Ultraleichtding einfach nicht. Aber es macht schon immer Sinn, den barometrischen Druck vernünftig einzustellen, auf der Erde zu starten. Sonst hast du nur Müll. Hast du ja gerade gesehen. So. Dann. Jetzt musst du ja mal eben den KI-Verkehr hier berechnen. So, wir sind verbunden mit Bishop Radio. Das brauchen wir nämlich in der Maschine hier gar nicht. Unseren hat hier. So, jetzt muss er eben fahren. Wir acknowledgen mal die ganzen Meldungen. Ja, ist ein bisschen hakelig. Jetzt musst du erstmal die Flugzeuge wieder einrechnen hier. Das ist gut. Temperbatterie, Pumpen sind an. Der Luftstarten und Hubschrauber ist Bullshit. Jetzt haben wir den groben Bereich oder groben Sektor, den wir fliegen. Ich stehe ein bisschen rum. So. Flugplan zeigt uns dann halt geradeaus. Wenn wir jetzt fliegen, was ihr wissen müsst, ich glaube, wir sind noch gar nicht die EC geflogen zusammen, ist so, dass wir den Autopiloten anhaben und der ist jetzt disarmed, den haben wir gleich und ich fliege den Hubschrauber eigentlich immer komplett ohne Autopilot. Ich muss den fliegen, da halte ich dann eine Taste gedrückt, um den Autopilot auszuschalten, wenn ich fliege, lasse den dann an und dann haben wir halt nur den Level und den Fluglagehalten-Modus an. Das reicht mir bei dem Hubschrauber, weil der einfach viel zu geil und zu agil ist, um den langsam zu fliegen. Ja, das ist schon, ich mach mal so diesen Fehler.
Also wenn die oben nichts ist, ne? Dann fliege ich den im automatischen Modus. Geht natürlich erst, wenn wir starten. Das machen wir zum Beispiel jetzt. Habe ich den Hubschrauber-Modus nicht eingestellt? Warum reagiert denn hier auf nix? Das ist auch geil, ne? Wenn man so einen Livestream macht, das ist plötzlich alles anders. Schon abenteuerlich. Ich habe das eingestellt. Aber... Boah, Alter! Nee, ich habe überhaupt keine... Eigentlich habe ich gar keine Kontrolle jetzt gerade. Ich halte den so ein bisschen, aber das ist alles... So, jetzt anwandern. So, wenn ich jetzt ausmache, fliegen wir. Und jetzt fliegst du den halt original per Hand. Das macht mit der Karre richtig Spaß. Na, den kannst du richtig schön durch die Gegend dudeln. Das ist schon cool. So, jetzt wollten wir nochmal Berlin-Mitte fliegen, ne? So, hier ist Templehof. Wie gesagt, solange nichts an ist oben, fliege ich den automatisch. Lustigerweise haben wir, glaube ich, manchmal auf Templehof Flugzeug stehen. So, jetzt sind wir auf dem Weg hier unterwegs. Fliegen wir mal Richtung Templehof. Und das Ding ist halt geil, ne? Du kannst das so präzise fliegen und auch schnell. Das ist ein Monsterspaß in dem Ding. So, wenn du jetzt den Taster loslässt, habe ich einen Altitude Hold. Also der hält mir jetzt nur die Höhe und sonst nichts. Das ist schon ganz spannend. Und wenn ich ihn loslasse, habe ich für die totale Kontrolle. Das ist schon cool. Nehmen wir mal ein bisschen Höhe. So, Schönefeld sind wir jetzt. Jetzt geht das alles ein bisschen schneller als in den Ultra. Stadt, Udo kommt da. Und wir machen uns auf Richtung Berlin-Mitte. Und dann müssen wir gleich mal... Oh, der ist Verkehr sogar. So. Und dann haben wir den Höhe-Haltemodus. Ich habe jetzt auch Heading und Höhe. Ne? Also jetzt hält er mir die Richtung, die ich fliege, mit der Geschwindigkeit und der Höhe. So lange, bis ich die Taste anfasse. So kannst du natürlich richtig geil mit dem Ding fliegen. Er fordert natürlich dann mehr Fliegerei als mit Höhe. So. Dann fliegen wir jetzt hier Richtung Neukölln. Und dann müssen wir auch schon langsamer werden. Da hinten ist der Fernsehturm. Ja gut, die Erklärung haben wir gerade eben. Also zumindest ich habe nichts davon verstanden, was sie gesagt hat. Ich hatte echt ein anderes Problem. Wenn ich loslasse, dann hält er die Lage und mein Heading. So kann man dann auch mal ein bisschen was anderes machen. Dann kann sich auch gucken. Das ist schon ganz gut. Aber er fordert halt mehr Fliegerei und das mag ich in dem Show echt gerne. So, da ist der Fernsehturm. Das ist hier in Köln unterwegs. Bei Köln hier, dann über Kreuzberg.
Ja, und auch hier dann Geschwindigkeit rausnehmen und so. Alles per Hand, ne? Da kann ich ihm nicht sagen, geh mal runter und bleib mal. Also wir müssen jetzt, um langsamer zu werden, wenn wir jetzt schnell langsamer werden sollen, müssen wir im Grunde genommen unter den Zahl raus, Nase hoch und die Drehzahl fast komplett runter. Auf die Geschwindigkeit achten, dass wir nicht steigen, langsamer. Und ich habe eigentlich im Grunde genommen den Cyclic raus, 60, 50 und jetzt, wo wir anfangen zu fallen, jetzt wieder rein, jetzt wieder Cyclic dazugeben, sonst fahren wir runter. Und ihr seht, die Drehzahl geht hoch und jetzt stehen. Schon cool, ne? Macht echt Spaß mit dem Ding. Aber man muss echt wissen, wie es geht. Und dann kann man auch so ein bisschen hovern. Ne, weil im Grunde halten oder lassen wir jetzt die Geschwindigkeit so. Und sind jetzt nur im Altitude-Haltemodus, dass wir die Höhe ein bisschen halten. Und lassen uns dann jetzt so ein bisschen driften. Und so behalten wir das Heading bei. Wir sehen dann nochmal den Turm. So, aber wir wollen jetzt einmal um den Turm rum. Wir wollen zu schnell werden. Man nimmt da doch unwahrscheinlich schnell Fahrt wieder auf. Die wollen wir jetzt mal eben abbauen. So, dann haben wir da hinten Moabit. Ja. Prenzlauer Berg auf der Seite. Und da hinten ist die Ecke, wo ich hin will. In the bowels of the Circus Hostel in Berlin-Mitte, Hoff fanatics can pay homage to their idol at the world's only David Hasselhoff Museum. Yeah, What started as a perhaps tongue-in-cheek shrine to the former Baywatch and Knight Rider star has evolved into a full-blown one-man museum celebrating the legend, his music and acting career, and of course his long-standing love affair with the once-divided city. The museum includes a mural of the Hoff himself, various photos of the actor, Baywatch and Knight Rider paraphernalia, and a replica of the famous piano key scarf Hasselhoff wore during his 1989 performance at the Berlin Wall. David Hasselhoff Museum, das wollte ich ja eben machen. So. Dann fliegen wir über Moabit. Mal in die Mitte vorbei, durch den Tiergarten. The Reichstag is a historic edifice in Berlin, Germany, constructed to house the imperial diet of the German Empire. It was opened in 1894 and housed the diet until 1933, when it was severely damaged after being set on fire. After World War II, the building fell into disuse. The Parliament of the German Democratic Republic met in the Palast der Republik in East Berlin, while the Parliament of the Federal Republic of Germany met in the Bundeshaus in Bonn.
The ruined building was made safe against the elements and partially refurbished in the 1960s, but no attempt at full restoration was made until after German reunification on the 3rd of October 1990, when it underwent a reconstruction led by architect Norman Foster. After its completion in 1999, it once again became the meeting place of the German parliament, the modern Bundestag. The term Reichstag, when used to connote a diet, dates back to the Holy Roman Empire. The building was built for the Diet of the German Empire, which was succeeded by the Reichstag of the Weimar Republic. The latter would become the Reichstag of Nazi Germany, which left the building after the 1933 fire and never returned, using the Kroll Opera House instead. The term Reichstag has not been used by German parliaments since World War II. In today's usage, the word Reichstag refers mainly to the building, while Bundestag refers to the institution. Ja, der Reichstag haben wir auch. Ich möchte da wieder rein. So. Ne, da hast du natürlich auch den GTC-Modus zum Havern. Das ist natürlich schon nett. So ein GTC-Modus. Den kann man dann auch mal zum Landen nehmen. Das macht schon Sinn. Ui, dann wollen wir uns noch mal eben aufmachen Richtung Brandenburger Tor. Das ist ja gar nicht so weit weg. Hier das GTC-Modus, indem wir einfach die Taste halten. Und dann können wir uns drehen. So, dreimal von einem Stück weg. So, das ist Brandenburger Tor. Eigentlich müsste das Push-Stop-Radio zum Brandenburger Tor zu sagen haben, oder? So, wir fliegen mal davor. Da haben wir das. Jetzt. Ein bisschen nach vorne. Ich wundere mich, dass das Ding noch nicht zusammen ist. Doch nicht, oder? The Brandenburg Gate is an 18th century neoclassical monument in Berlin, built on the orders of Prussian King Frederick William II after the temporary restoration of order during the Batavian Revolution. One of the best-known landmarks of Germany, it was built on the site of a former city gate that marked the start of the road from Berlin to the town of Brandenburg and der Havel, which used to be capital of the Margraviate of Brandenburg. It is located in the western part of the city center of Berlin within Mitte, at the junction of Unter den Linden and Ebertstraße, immediately west of the Pariser Platz. One block to the north stands the Reichstag Building, which houses the German parliament. The gate is the monumental entry to Unter den Linden, a boulevard of linden trees which led directly to the royal city palace of the Prussian monarchs. Throughout its existence, the Brandenburg Gate was often a site for major historical events and is today considered not only as a symbol of the tumultuous history of Europe and Germany, but also of European unity and peace. Warum der hier so springt in der Außenansicht, ist so strange, aber das macht nichts. Wir sind jetzt dann glaube ich auch durch mit der Berlin-Tour. Zurück. Ja, das war ja ein jähes Ende mit dem Ultraleichtflugzeug. Verrückt. Achso.
gewisse Regierungsbezirk, ne? Bundeskanzleramt und so. Die Richtung geht es dann wieder zurück. Oder zu unserem eigentlichen Flughafen schon, ja. Hier unsere Säule. Hui. Da sind wir dann vorbei. Auf Parade. So. Kannst du natürlich so präzise fliegen. Das ist echt schon Monsterspaß. So, dann sind wir unterwegs Richtung Charlottenburg. Drehen gleich ab Charlottenburg Nord. Richtung Tegel und da werden wir dann landen. Nicht zu schnell werden. Ja, Tegel ist die letzte Station, da landen wir dann auch. So, ein Heading-Modus. Jetzt müssen wir mal gucken wieder. Ja, Charlottenburg. Auch schön. Ja, dann geht das jetzt Richtung Siemensstadt, Haselhorst, Tegeler See, Tegel. Da haben wir schon. Tegel, Borsigwalde und Tegel ist da vorne. Da fliegen wir mal hin. The Schloss Tegel or Humboldt Schloss is a country house in Tegel, part of the Reinickendorf district of the German capital Berlin.
The brothers Wilhelm and Alexander von Humboldt spent much of their childhood in a former schloss on the site and on the estate, which extends almost as far as Lake Tegel. The present building was built between 1820 and 1824 by Wilhelm von Humboldt to designs by Carl Friedrich Schinkel. It still belongs to the Heinz family, descendants of Wilhelm. It houses the private Humboldt Museum, open to guided tours during the summer. So, Tegel erledigt, auf zum Flughafen. Dann endet unsere Berlin-Tour mit einem toten Ultraleichtpiloten. Ja, verrückt. Fliegen das vorbei und da vorne ist Tegel und stellen wir uns also ein schönes Plätzchen. Stellen wir dann ab hier. Ja, eigentlich wollte ich die EC 130 mal woanders halt mit Las Vegas vorstellen, aber gut. Das haben wir sie schon mal gesehen. Macht richtig Spaß. Und ist halt Freeware. Kostet nichts. Kostenlose Bruder der jetzt 145. Aber die ist schwieriger zu fliegen, ne? Das muss man echt sagen. Also jetzt zu sagen, ich kaufe mir erstmal oder ich hole mir erstmal die 130 und will dann darüber die 140 fliegen. Andersrum ist das einfacher. Wenn man die fliegen kann, kann man die 145 schon alle fliegen, aber andersrum nicht. So, ich glaube, wir parken mal direkt da vor dem Tower. Und missachten auch jetzt mal jeglichen Verkehr. Von der Ford kommt was. Und halt nicht zu schnell. Geschwindigkeit und höher bauen im Heli, das ist ganz schlechte Idee. Du hast halt deinen Landewinkel, ne? Wie ein Flugzeug auch. Man kann nicht sagen, hier, ich kann einfach mal hoch, runter und rechts und links fliegen. Das funktioniert nicht. Und ihr seht, wie gesagt, das mache ich alles von Hand. Das ist viel angenehmer an der hier, als das elektronisch zu machen. Ja, unterstützt zu machen. Oh, guck mal, da ist ein Regierungsflugzeug, glaube ich, oder? Die Citation da. Da würde ich mal gucken. Ich habe nämlich mal so eine Livery runtergeladen für so ein Regierungsflugzeug. Können wir auch mal machen, ne? So von Berlin nach Frankfurt oder so mit dem Jet der Flugbereitschaft. Ist auch mal spannend. Mal weiter nach Brüssel. Ne, das ist aber keine. Die schwarz-goldenen Streifen, die sind da gerade an dem Ding. Ach komm, ich schloss hier eben hin. So. Guti, ja. Ultraleichtflugzeug angefangen. Hubschrauber aufgehört. Ist auch geil, ne? Natürlich gerade mit dem Wolf. Finde ich super schön, das Ding. Ist echt toll. 130 holt euch mal, dann muss ich noch mal eben die Batterien aus. Dann wieder raus. Ja, morgen mache ich wieder ein bisschen Rundflug fertig, die Videos, die immer mittwochs kommen. Und Dienstag gibt es dann wieder Rettungsdienstag mit dem Helikopter, müssen wir mal gucken, wo wir fliegen. England ist jetzt auch bald soweit, dass ich euch das mal zeigen kann, dass wir Rettungsflüge in England machen. Ja, ansonsten gibt es wieder Mittwoch Dänemark Rundflug. Dann den Rest der Woche müssen wir mal gucken, wie das Wetter wird, wenn es natürlich gut ist. Habe ich echt eher Bock draußen zu spielen.
Und ansonsten machen wir mal wieder Afrika. Auch ein bisschen Europa-Rundreise. Ich wollte ja weiter nach Spanien fliegen. Mann, geh doch mal aus. Richtung Spanien fliegen, dass wir auch mal Barcelona und so mal fliegen können. Ja gut, ich habe ihn jetzt brutal nur ausgemacht. Ne? Der brennt mir gleich ab. So. Guti, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens am Dienstag wieder im Rettungshubschrauber in der 145. Retten wieder ein paar Leute. Ich denke mir wieder was Schönes aus. Ja, ansonsten kommt gut in die Woche. Macht's gut und ciao.